Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina und wir wollen uns heute mit dem richtigen Frühstück einen echten Kickstart in den Tag verschaffen. Das Kickstarter-Frühstück besteht aus Magerquark, Früchten wie zum Beispiel in meinem Fall gefrorenen Erdbeeren, können natürlich auch frische oder aufgetaute Erdbeeren sein, Zitronensaft, Eiweiß, etwas Zimt, wenn man mag, kann man auch weglassen, und statt Zucker nehmen wir Erythrit und das kommt jetzt alles in den Thermomix. Zuerst brauchen wir aber Eischnee, dafür habe ich 2 Eier getrennt und gebe jetzt das Eiweiß in den Mixbehälter. Da immer wieder die Frage aufkommt, wie bekomme ich denn Eischnee im Thermomix hin? Es gibt Unterschiede zum Sahneschlagen. Beim Sahneschlagen muss Mixbehälter, Schmetterling und so weiter alles kalt sein. Beim Eischnee gilt eigentlich genau das Gegenteil. Je wärmer, desto besser und steifer der Eischnee. Wir setzen aber trotzdem unseren Schmetterling ein und den Deckel inklusive Messbecher, damit es nicht spritzt, und werden jetzt 2 Minuten bei 40 Grad, die Temperatur ist wirklich wichtig, um einen schönen Eischnee hinzubekommen, und ich stelle mal Stufe 4 ein, Eischnee schlagen. Die 2 Minuten sind vorbei, unser Eischnee ist schön steif geworden, ich zeige euch das gleich. So, ich denke, ihr könnt das sehen. Ich entnehme jetzt den Schmetterling. Was noch wichtig ist beim Eischnee schlagen, ist, dass der Topf absolut fettfrei ist. Fett ist aber auch zum Beispiel Eigelb. Wenn ihr also die Eier trennt und euch ist etwas Eigelb ins Eiweiß geraten, dann verwerft es lieber oder benutzt es für irgendetwas anderes. Aber Eischnee ist damit nicht mehr möglich. Sobald etwas Eigelb im Eiweiß ist, könnt ihr das wirklich leider vergessen. So, ich schiebe jetzt unseren Eischnee etwas nach unten. Dann geben wir die weiteren Zutaten hinzu. Der Schmetterling bleibt jetzt wirklich raus. Ich habe hier 100 Gramm gefrorene Erdbeeren. Ihr könnt auch Himbeeren nehmen oder einen Beerenmix oder was immer ihr möchtet. Oder da habt auch Bananen sind möglich. Dann ändern sich natürlich die Nährwerte. Dazu kommen 150 Gramm Magerquark. Die Mengen, die ich hier habe, sind für eine Portion. Wenn ihr aber mehrere Portionen machen möchtet, könnt ihr die Mengen einfach erhöhen. Es passt noch viel mehr in den Mixtopf. Dann habe ich Zitrone von einer Zitrone. Das ist auch Geschmackssache. Ich mag es gerne ein bisschen zitronig und frisch. Ich finde, das schmeckt damit einfach ein bisschen peppiger auf gut Deutsch. Dann habe ich 20 Gramm Erythrit. Falls ihr kein Erythrit nehmen möchtet und stattdessen lieber Zucker, was natürlich dann die Kalorienzahl mächtig in die Höhe treibt, dann wären das ca. 15 Gramm Zucker oder Kokosblütenzucker oder ihr könnt auch Agavendicksaft nehmen. Ich nehme Erythrit. Und dann gebe ich noch ein vielleicht Drittel Teelöffel Zimt hinzu, das ist auch Geschmackssache, kann man auch weglassen. So, das Ganze wird jetzt gemischt und die Erdbeeren in dem Fall zerkleinert. Ich setze lieber vorsichtshalber den Messbecher auf und dann nochmal 2 Minuten bei Stufe 4, in dem Fall aber ohne Temperatur. Alles mischen und zerkleinern. Unser sogenanntes Kickstart-Frühstück hat 2 Minuten gerührt. Sieht richtig schön aus. Wer rosa liebt, wird auch dieses Frühstück lieben. Und ich gebe mir das jetzt in ein normales Schüsselchen. Kann auch eine Müsli-Schüssel, ein Teller sein, was auch immer. Das ist jetzt so fluffig durch das Eiweiß und cremig durch den Quark und fruchtig durch die Erdbeeren. Das hat eigentlich alles, was man so braucht. Das ist jetzt aber schon eine kräftige Portion.
hält aber auch wirklich gut satt bis zum Mittag. Zumindest bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich versuche es euch zu zeigen, ohne dass ich es ausschütte. Ich mache auf jeden Fall noch ein Foto. Schmeckt richtig lecker. Ich probiere mal. Oh, ich liebe das ja. Das ist so fruchtig und trotzdem so viele gute Sachen drin, wie eben das Eiweiß zum Beispiel aus dem Quark und aus dem Eiweiß selbst. Und damit kann man auch einem Sportler eine Freude machen, weil Sportler ja immer sehr gerne eiweißreiche Sachen zu sich nehmen. Und man hat trotzdem sozusagen eine Leckerei und es ist fast wie ein Dessert, finde ich. Also es ist ein wirklich toller Start in den Tag mit gesunden Zutaten und einem tollen Frühstück. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Eure Christina.